Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Jetzt dann doch schneller als gedacht, das erste kleine Schraubervideo, nichts Besonderes. Es ist aber der Service überfällig an meinem Audi und ja, deswegen schiebe ich jetzt heute mal ein kleines improvisiertes Service-Video dazwischen. Ich mache auch nur einen ganz kleinen Service, eigentlich auch ein bisschen quick and dirty. Ich dachte, ich hätte noch einen Ölfilter, habe jetzt aber in meinem Chaos keinen mehr gefunden. Der Ölfilter sitzt ja hier hinten drin. Ich verlinke euch mal oben ein Video, wo ich einen, in Anführungszeichen, ordentlichen Service gemacht habe. Aber dadurch, dass ich ja hier immer nur 10.000 Kilometer drauf fahre, ist es jetzt auch okay, dass ich den Ölfilter jetzt nicht wechsle. Es ist nicht ideal, das weiß ich auch, aber ich finde ihn jetzt nicht und es muss gemacht werden und ich brauche das Auto nochmal für 1.000 Kilometer demnächst und da will ich auf jeden Fall frisches Öl drin haben. Das heißt, heute mache ich jetzt erstmal nur einen Ölwechsel und stelle den Servicezähler wieder zurück, wieder 10.000 Kilometer. Den Ölbefüllдeckel habe ich jetzt schon geöffnet. Ich lasse den immer so leicht schräg hier oben liegen. Hintergrund, wenn hier oben der Öldeckel offen ist, dann fließt das Öl, wenn ich unten die Ablassschraube öffne, ein bisschen besser ab. Ihr seht, die Hochdruckpumpen, die ich in einem Video verbaut habe, verlinke ich euch auch nochmal oben. Funktioniert super, gar keine Probleme. Auch die Lösung, die ich gewählt habe, ich habe ja hier an dem Stecker, da war ja der Verriegeler kaputt. Da habe ich in dem Video, was ich euch jetzt vorher verlinkt habe, habe ich da so ein Stückchen Plastik reingeschoben, um das zu verklemmen. Funktioniert super, das hält und man kriegt es eben einfach wieder raus. Also das ist eine gute Lösung und ihr seht auch meine Markierungen. Also da hat sich nichts gelöst, die sind furztrocken. Also das hat wirklich perfekt funktioniert. Ich hatte ja erwähnt, dass ihr es nicht sozusagen den Benzindruck ablassen müsst über ein System, sondern bei mir war eine Pumpe ja schon ein bisschen undicht. Ich habe das Fahrzeug einfach 2 Wochen lang stehen lassen. Offene Motorhaube, offene Tür und habe dann den Wechsel gemacht und da war 0 Benzindruck mehr drauf, 0. Und da ist ja sonst ordentlich knackig Druck drauf und laut Reparaturleitfaden soll man bei laufendem Motor irgendeine Sicherung ziehen von der Pumpe und dann eben den Benzindruck beachten und wenn der unter einen Wert fällt, dann ganz schnell ausmachen und wenn man nicht ganz schnell ausmacht, geht der Motor kaputt. Das steht im Audi-Reparaturleitfaden und das war mir einfach zu heikel. Deswegen hatte ich den Ansatz gewählt, das Auto einfach in Ruhe stehen zu lassen. Wichtig ist, wenn ihr es stehen lasst, nicht die Fernbedienung betätigen, nicht Türen öffnen oder schließen. Alles das kann dazu führen, dass die Hochdruckpumpe oder beziehungsweise die Benzinpumpe nochmal kurz anläuft und wieder Sprit vorfördert. Deswegen Türen offen lassen, Motorhaube offen lassen. Und einfach, ja, ich habe es 2 Wochen stehen lassen, wahrscheinlich geht es auch schon schneller. Aber schaut euch das Video an, also das nur als kleinen Nebenhinweis. So, und jetzt hätte ich gesagt, gehe ich unter das Fahrzeug, baue den Unterbodenschutz ab und dann lassen wir hier das Öl raus, machen neues Öl rein, stellen den Service zurück und dann kann ich erstmal wieder fahren, bis dann das Chaos hier beseitigt ist. Und dann mache ich nochmal einen ordentlichen Service. Ich muss ja auch dann die Luftfilter tauschen. Ihr seht, die habe ich zuletzt 23 gemacht, das heißt, da werde ich dann im März nochmal einen Service mit Ölfilter machen, natürlich nochmal frisches Öl rein und die Luftfilter wechseln, außerdem Bremsflüssigkeit steht dann auch an, aber wie gesagt, das erst, wenn mein Chaos hier drüben beseitigt ist. Jetzt, wie gesagt, geht es nach unten und ich schraube die Unterbodenpappe ab. Let me guide you to
währenddessen das Öl abläuft oder abgelaufen ist, habe ich jetzt schon mal eine neue Ölablassschraube mit neuem Dichtring besorgt. Das sieht so aus. Sollte eigentlich passen. Werde ich jetzt gleich unten einsetzen. Wie gesagt, da ist jetzt so gut wie alles rausgelaufen. Die Zeit habe ich genutzt, um hier die beiden Unterbodenpappen ein bisschen sauber zu machen. Die waren ja wieder ein bisschen eingesaut. Ich habe ja noch das Problem, dass ich wahrscheinlich noch immer ein Ölleck habe, und zwar am Ölkühler. Habe ich mir auch schon neu besorgt, aber momentan ist der Audi ja das einzige zugelassene Fahrzeug, was ich bewegen kann. Und um an den Ölkühler ranzukommen, muss ich wieder die ganze Front abnehmen und ja, Riesendrama. Deswegen schiebe ich das momentan noch bis in den Sommer, weil ich da dann auch wieder andere Fahrzeuge habe. Da kann ich dann den Audi länger mal zerrupft stehen lassen. Also wie gesagt, die Pappen habe ich jetzt beide wieder gereinigt. Vorder- und Rückseite. Auch die Pappe, die direkt unter dem Motor ist. Das ist auch die, die immer ein bisschen mehr leidet. Die habe ich ja vor einiger Zeit schon mal neu gemacht. Sie sieht noch okay aus, aber man sieht halt, dass da eine Leckage vorhanden ist, weil sich eben da dann schon wieder so ein bisschen Schmutz gesammelt hat. Wie gesagt, jetzt habe ich es erstmal wieder gereinigt. Ich werde auch an die neuralgische Stelle nochmal hier so eine Ölauffangmatte reinlegen. Das hatte ich letztes Mal auch. Die liegt jetzt hier. Die mache ich jetzt nochmal neu und lege die wieder an die neuralgische Stelle, um mir hier meine Unterbodenpappe eben ein bisschen zu schonen und zu schützen, bis ich dann eben die Zeit finde im Sommer, die gesamte Front auseinanderzubauen, um dann den Ölkühler zu tauschen. Dabei werde ich dann wahrscheinlich auch noch x andere Schläuche und sonstiges Zeug entdecken, was undicht ist und was alt ist und was ich dann in dem Zug neu mache. Und weil ich weiß, dass es immer ausartet, werde ich jetzt nicht anfangen, hier quick and dirty versuchen, den Ölkühler abzudichten. Deswegen lasse ich es jetzt eben erstmal so. Und den Ölfilter habe ich jetzt gerade schon nachbestellt. Der kommt dann die Tage. Das kann ich ja dann einfach ohne Kamera wechseln. Das ist ja schnell gemacht von oben. So, insofern hätte ich gesagt, geht es jetzt unterm Auto weiter. Ich setze die Ölablassschraube mit neuem Dichtring ein und dann können wir schon wieder Öl einfüllen. So, jetzt habt ihr gesehen, ich habe auch das Öl eingefüllt. Wundert euch nicht bei der Ölablassschraube. Da hatte die Kamera beim ersten Mal anschalten irgendwie keine Lust anzugehen. Deswegen habe ich euch dann am Ende, als die Schraube schon eingedreht und mit entsprechender Farbmarkierung schon mit Drehmoment festgezogen war, habe ich es nochmal symbolisch gezeigt auf dem Video. Aber das eigentliche Reindrehen hat die Kamera leider nicht aufgenommen. Aber ja, wie gesagt, ihr kennt es ja auch von anderen Videos. Drehmoment habe ich jetzt wieder die 20 Newtonmeter gewählt. Da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Schraube geht rein und die Schraube geht wieder raus. Und es ist entsprechend trocken und passiert auch nichts. Insofern, also ich weiß nicht, was die offizielle Angabe ist, aber 20 Newtonmeter Ölablassschraube funktioniert. Ganz wichtig, ich kaufe dann immer die mit diesem Original-Dichtring von Audi, der sich so ein bisschen zusammenquetscht. Die könnt ihr auch bei Febi Bilstein oder so bekommen, also aus dem Zubehör. Das würde ich auf jeden Fall immer erneuern, den Ring unten um die Schraube, den Dichtring.
Sonst ist das echt doof, wenn ihr da den alten Dichtring verwendet. Das ist so ein, ja, das ist kein richtiger Kupferring, ist irgendwas anderes. Und wenn der einmal zusammengequetscht ist, dann würde ich den nicht nochmal verwenden. So, Ölstand habe ich auch kontrolliert, sind wieder diese klassischen 10 Liter reingegangen. Normalerweise geht sogar ein bisschen mehr rein, wenn ich den Ölfilter noch tausche, weil da ja auch ein bisschen Öl gebunden ist. Das mache ich dann aber, wie gesagt, der ist bestellt, mache ich dann irgendwann im Laufe der Woche oder nach Weihnachten, je nachdem, wann der kommt. Das kann man ja problemlos oben wechseln. Ist zwar immer ein riesiges Gefummel da hinten, weil es so eng ist, aber es geht. Und jetzt hätte ich gesagt, schraube ich die Unterbodenpappe ran und dann widmen wir uns noch der Servicerückstellung im Innenraum. Die Unterbodenpappe mache ich jetzt in Stillarbeit ran. Ist ja das gleiche wie da, wo ich sie abgebaut habe. Und ihr kennt das ja schon aus anderen Videos. Das heißt, es geht jetzt gleich weiter bei der Servicerückstellung. So, bevor es jetzt ans Rücksetzen des Fehlerspeichers geht, noch mal eine kurze Info. Ihr seht ja, hier habe ich Automatikgetriebeöl. Ich habe jetzt auch noch mal schnell den Zustand vom Automatikgetriebeöl kontrolliert. Ich verlinke euch mal oben ein Video. Ich hatte ja jetzt schon einmal den kompletten Automatikgetriebeöl-Service gemacht, als ich das Auto gekauft habe. Also sprich Automatikfilter, die Dichtung erneuert von der Automatikwanne. In dem Zug mussten dann unten auch die Rohre abgebaut werden. Das ist halt leider so, sonst kommt man nicht an die Wanne ran. Aber was man machen kann, die Ablassschraube lösen, ist in dem verlinkten Video zu sehen. Und dann eben nochmal so 3,3 Liter nachfüllen. Also allein über die Ablassschraube kriegt ihr, wie gesagt, so 3,3 Liter raus und könnt dann nochmal frisches Automatikgetriebeöl einfüllen. Ich verwende hier jetzt immer das AG60 von Manol. Ja, das ist kompatibel mit dem Audi. Das fahre ich jetzt auch schon locker 30.000 Kilometer ohne Probleme. Er hat in letzter Zeit aber wieder ein bisschen, wenn es besonders kalt war, so der Schaltvorgang erster in zweiter war wieder ein bisschen ruppelig. Das war eigentlich alles komplett weg. Entweder ist es jetzt halt den Temperaturen geschuldet oder Kombination aus Temperatur und Wandlerkupplung. Also ich vermute, dass das leichte Rucken aus dem Automatikwandler kommt und nicht aus dem Getriebe. Denn als ich das Auto gekauft habe, war es ja so, dass im Stand so ein leichtes Vibrieren, ein gleichbleibendes Vibrieren wahrzunehmen war, was ich auf die Wandlerkupplung zurückführe. Das heißt, wahrscheinlich müsste ich den Wandler halt irgendwann mal tauschen, aber es ist halt alles, wie gesagt, immer so ein Riesenaufwand und momentan ist das einzige Auto, was ich zugelassen und fahrbereit habe. Das heißt, kann ich nicht, aber das nochmal als Info für euch. Ich habe, wie gesagt, nochmal 3,3 Liter abgelassen und es sah super aus. Also diesmal war es jetzt wirklich so, dass der Zustand des Automatikgetriebeöls hervorragend war. Also das heißt, da muss ich jetzt in naher Zukunft erstmal keinen Ölwechsel mehr machen. Am Öl liegt es definitiv nicht. Wenn ich das Problem jetzt nicht gelöst bekomme, muss ich halt dann doch in den sauren Apfel beißen. Und wenn ich im Sommer die ganze Front auseinandernehme, vielleicht dann doch auch einfach Motor und Getriebe in einem raus. Dann kann ich auch Lambda-Sonden gleich machen, kann alle möglichen Schläuche. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Je nachdem, wie weit oder wie gut ich da hinten in dem Chaos vorankomme. Eigentlich wird es sich ja anbieten, dass ich dann Motorgetriebe rausnehme, mir einen neuen Wandler hole und alle Schrauben und Undichtigkeiten am Motor dann draußen, also wenn er ausgebaut ist, einmal frisch mache. Aber das muss ich dann gucken. Es wäre dann auf jeden Fall ein Riesenprojekt, aber irgendwie hätte ich da schon Bock drauf. Aber ich weiß jetzt noch nicht, wie gesagt, wie lange das dauert mit dem Chaos. Muss ich mal gucken. So, jetzt aber genug Info. Also wie gesagt, Automatikgetriebeöl, an dem liegt es nicht mehr. Die Fehlerquelle können wir ausschließen. Muss also Wandlerkupplung sein. Jetzt geht es in den Innenraum, dass wir hier mit dem Tester einmal den Service zurückstellen. So, ich habe jetzt den Tester angeschlossen. Der macht jetzt einmal den Scan. Ich habe immer noch Fehler mit der Reifendruckkontrollanzeige. Ja gut, das ist jetzt ESP-Störung ist, weil er gerade alle Steuergeräte abruft. Aber ja, bei den Reifen sind scheinbar die Batterien von den Sendern leer. Da sind ja hier so Reifendrucksensoren mit drin. Das ist natürlich super ärgerlich. Als ich die Reifen habe wechseln lassen, also sprich, das sind ja relativ frische Reifen, haben natürlich die fantastischen Leute in der Werkstatt die Batterien nicht gewechselt. Es ist, was soll ich sagen, es ist einfach zum Kotzen. Jetzt, die Räder gefallen mir eh nicht so, da muss ich mal gucken, dass ich einen anderen Radsatz bekomme, dann mit entsprechenden neuen Sensoren und dann sollte hoffentlich auch der Fehler weg sein. Ja, jetzt lassen wir ihn einmal fertig scannen und dann zeige ich euch, wenn ich das Menü wieder finde, wo man den Service zurückstellen kann bei dem Launch-Tester. So, jetzt habe ich hier mir die Fehler angeguckt, war jetzt nichts Neues dabei. Wie gesagt, muss mich um die Reifendrucksensoren dann kümmern und um die Airbag-Leuchte auch, da ist irgendwas mit dem Crash-Sensor. Das muss ich dann mal schauen. Genau, Ölservice und Inspektion, also das heißt, wenn wir hier auf die Servicefunktionen gehen im Launch-Tester, ich glaube, dann war das hier, Ölservice und Inspektion.
So, Audi, Zündung ist ein. So, wir haben hier den A6 und den S6. Ich hoffe, man kann das erkennen. Das passt eigentlich nicht zum Baujahr. Gehen wir nochmal zurück. Fahrzeugmodell A6. $15.000 Kilometer. Ich glaube, das war die richtige. Sehen wir dann gleich, wenn ich Zündung nochmal aus und wieder einschalte. Dann gibt es ja die Information, ob da noch was ist. Okay, so, jetzt hätte ich gesagt, ich schaue einmal im Bordcomputer. Ich packe euch mal hier hin. So, irgendwo müsste es hier, glaube ich, auch Service geben. Serviceintervall. Liegt noch nicht vor. Okay. Dann hätte ich gesagt, probieren wir es einfach mal. Ich melde mich hier mal entsprechend ab. So, ich nehme euch mal wieder. Ups. So, ich gehe jetzt hier mal raus, melde mich ab. Diagnosesitzung beenden, jawohl. Ziehen wir hier mal den OBD-Stecker. Und jetzt machen wir Zündung einmal aus und wieder an. Und dann gucken wir mal. So. Schauen wir mal, ob wieder Service kommt oder nicht. Also zuerst müsste jetzt wieder TPMS-Fehler kommen, Reifendruckkontrolle. Wo bleibt er? Jetzt kommt kein TPMS-Fehler mehr. Okay, gut. Aber kommt auch keine Servicemeldung. Also das hat er jetzt genommen. Das heißt, das war also die Serviceintervall-Rücksetzung hier unter den Servicefunktionen. Habe ich mich also richtig erinnert. Habe jetzt den kleinen Service zurückgesetzt, also sprich 15.000 Kilometer. Ich mache immer nach 10.000. Jetzt habe ich 11.000 Kilometer gemacht, weil ich ein bisschen drüber war. Aber das passt ja jetzt. So, insofern sind wir für heute durch. Das Komische ist, dass jetzt der Reifensensorfehler weg ist. Das finde ich echt irritierend. Aber gut. Interessant war auch, dass ich gesehen habe, dass es gar kein Problem im Airbag selber ist, sondern mit dem Crash-Sensor. Da werde ich mich mal auf die Suche machen, ob es den neu gibt und wo der ist. Und dann werde ich den einfach entsprechend erneuern. Vielleicht ist dann noch mein Airbag-Fehler weg. Das seht ihr dann aber in einem anderen Video. Insofern war es das für heute. Jetzt das erste Schraubervideo aus der neuen Halle. Alles noch ein bisschen improvisiert. Ihr seht ja auch hier die Platzverhältnisse, ne? Alles schön eng, aber es hat geklappt. Insofern, ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video sehen. Vielleicht im nächsten Video dann ein bisschen Informationen, wie denn hier der Aufräumfortschritt ist. Ein bisschen bin ich schon vorangekommen. Jetzt ist ja dann nochmal eine Woche dazwischen. Wir haben jetzt heute den 22. Dezember. Das heißt, vielleicht gibt es dann kurz nach Silvester oder kurz vor Silvester, weiß jetzt gar nicht, wie das mit den Feiertagen ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, vielleicht ist dann nach dem Video nochmal ein Update zur Halle und vielleicht sieht es dann ein bisschen ordentlicher aus und kann dann auch die Arbeiten am Opel abschließen. Insofern würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.